Wenn man Cristo Redentor über Rio sieht, wirkt die Statue, als wäre sie ein natürlicher Teil des Berges. Ruhig, unbeweglich, selbstverständlich. Doch genau dieser Eindruck täuscht. Auf dem Corcovado steht kein massiver Steinblock, sondern ein hohles Bauwerk aus Stahlbeton, Speckstein und Berechnung. Eine 30 Meter hohe Figur auf einem Sockel von etwa 8 Metern, rund 700 Meter über der Stadt. Mit Armen, die fast 28 Meter weit spannen und auf einem windigen Gipfel wie zwei gewaltige Ausleger wirken. Was von unten leicht erscheint, ist oben ein dauernder Kampf gegen Wind, Feuchtigkeit, salzige Meeresluft und Blitze. Willkommen bei Knowledge Beyond. Um dieses Bauwerk zu verstehen, müssen wir in die 1920er Jahre zurückgehen. Brasilien suchte damals nach einem Monument, das nicht nur Rio prägen sollte, sondern ein nationales Symbol werden konnte. Der Corcovado war dafür der stärkste Ort, sichtbar von der Stadt, vom Meer und von den Bergen. Aber als Baustelle war er extrem schwierig. Ein steiler Granitberg, umgeben vom Tijuca-Wald, mit wenig Platz, wechselndem Wetter und kaum moderner Zufahrt. Die zentrale Figur des Projekts war der brasilianische Ingenieur Heitor da Silva Costa. Sein erster Entwurf zeigte Christus noch mit einem Kreuz und einer Weltkugel in den Händen. Die Idee war eindeutig, aber aus der Ferne zu kompliziert. Zu viele Formen, zu wenig klare Wirkung. Aus dieser Kritik entstand die entscheidende Vereinfachung. Christus sollte kein Kreuz halten. Die Statue sollte zur Kreuzform werden. Der Körper als senkrechte Achse, die Arme als horizontale Linie. Gestalterisch war das genial. Statisch war es ein Problem. Denn ausgestreckte Arme machen aus einer Statue keinen einfachen Turm mehr. Sie erzeugen seitliche Lasten. Wind trifft auf große Flächen, zieht an den Armen, drückt gegen den Körper und belastet die Übergänge. Die gesamte Konstruktion musste deshalb so gedacht werden, dass die Kräfte von den Armen in den Rumpf, vom Rumpf in den Sockel und von dort in den Fels des Corcovado geleitet werden. Für diese Berechnungen wurde der französische Ingenieur Albert Carcot hinzugezogen. Er musste eine künstlerische Form in ein tragfähiges System übersetzen. Von außen sieht Cristo Redentor wie eine Skulptur aus. Innen ist er ein Bauwerk. Hohl, mit tragender Struktur, Treppen, engen Wegen und Wartungsbereichen. Kein massiver Körper, sondern ein Gebäude in menschlicher Form. Die Materialwahl war einer der wichtigsten Punkte. Stahl galt damals als Symbol moderner Baukunst. Doch auf diesem Gipfel hätte sichtbarer Stahl dauerhaft gegen die Atlantikluft kämpfen müssen. Feuchtigkeit und Salz greifen Metall an. Eine offene Stahlkonstruktion wäre pflegeintensiv, teuer und langfristig riskant gewesen. Silva Costa entschied sich deshalb für Stahlbeton. Beton für Druckkräfte, Stahl im Inneren für Zugkräfte. Formbar genug für eine Figur, stark genug für ein Monument. Während in Brasilien Statik, Fundament und Bauablauf vorbereitet wurden, entstand die künstlerische Form in Europa. Silva Costa arbeitete mit dem französischen Bildhauer Paul Landowski zusammen, der Modelle und Formen für die Figur entwickelte, besonders für Kopf und Hände. Das Gesicht wird außerdem mit dem rumänischen Bildhauer George Leonida verbunden. Der Kopf ist fast 4 Meter hoch, jede Hand größer als ein Mensch. Diese Teile waren kein einzelner Block. Sie mussten modelliert, zerlegt, verschifft und in Rio wieder in die innere Struktur eingefügt werden. Aus der Ferne wirkt alles glatt und selbstverständlich. In Wahrheit war es ein dreidimensionales Puzzle aus Formen, Armierungen und Beton. Der Transport machte das Projekt noch schwieriger. Eine moderne Straße zum Gipfel gab es nicht. Die wichtigste Verbindung war die Corcovado-Bahn, eine Zahnradbahn aus dem 19. Jahrhundert. Über sie kamen Zement, Sand, Wasser, Stahl, Gerüste, Werkzeuge, Formen, Steine und Arbeiter nach oben. Der Gipfel bot kaum Lagerfläche.
Was ankam, musste zeitlich passen und verarbeitet werden. Die Baustelle funktionierte nur, wenn Material, Wetter und Arbeitsschritte ineinandergreifen. Doch Stahlbeton allein hätte auf Dauer nicht gereicht. Beton ist stark, aber porös. Er nimmt Feuchtigkeit auf, reagiert auf Hitze und Kälte und kann Risse bilden. Auf dem Corcovado treffen Regen, Sonne, Nebel, Wind und salzige Luft ständig auf die Oberfläche. Die Statue brauchte eine schützende Haut. Die Lösung war Speckstein, auch Steatit genannt. Er lässt sich gut bearbeiten und ist wetterbeständig. Große Platten hätten auf der gekrümmten Oberfläche nicht funktioniert. Zu viele Rundungen, Falten, Hände, Gesichtszüge und Übergänge. Deshalb wurde die Verkleidung in kleine Mosaikstücke aufgeteilt. Außen besteht Cristo Redentor aus Millionen kleiner Steinfragmente, die den Stahlbeton schützen und das Licht unterschiedlich reflektieren. Darum wirkt die Statue je nach Tageszeit weiß, grau oder leicht beige. Diese Haut ist ein technisches Detail und gleichzeitig Teil der Wirkung. Sie lässt einen schweren Körper aus Beton und Stahl fast leicht erscheinen. Besonders gefährlich bleibt der Himmel über Rio. Der Corcovado ist ein exponierter Gipfel und die Statue wird immer wieder von Blitzen getroffen. Ein Blitz kann Stein absprengen, Oberflächen beschädigen und Feuchtigkeit im Material schlagartig verdampfen lassen. Deshalb besitzt Cristo Redentor ein Blitzschutzsystem. Ableiter sitzen an besonders gefährdeten Bereichen, unter anderem am Kopf und an den Händen. Die Energie wird über metallische Wege nach unten in den Fels geführt. Trotzdem bleibt die Statue verletzlich. 2014 beschädigte ein starker Blitz Teile der rechten Hand. Ein Finger wurde getroffen. Auch frühere Gewitter hatten Spuren hinterlassen. Dann wird aus dem Weltwahrzeichen wieder eine Baustelle. Restauratoren arbeiten an Seilen hoch über Rio. Sie prüfen Risse, reinigen die Oberfläche, ersetzen beschädigte Steine und halten das Monument funktionsfähig. Cristo Redentor steht also nicht einfach seit 1931 unverändert dort. Er wird erhalten, repariert und immer wieder gegen seine Umgebung verteidigt. Ein kleines Detail zeigt, wie eng Technik und Bedeutung hier verbunden sind. Im Inneren wurde ein Herz ausgeformt. Es verändert nicht die Silhouette und trägt nicht die Statik, aber es macht klar, dass dieses Bauwerk mehr sein sollte als eine Konstruktion. Es sollte Lasten tragen, aber auch Bedeutung. Seit der Einweihung 1931 kennt die Welt Cristo Redentor als religiöse Ikone, als Wahrzeichen Brasiliens und als Bild von Rio de Janeiro. Doch hinter der ruhigen Form steckt eine zweite Geschichte. Ein schwieriger Bauplatz, eine mutige Materialentscheidung, eine hohle innere Struktur, eine Haut aus Millionen Steinen und ein Monument, das bis heute gegen Wind, Wasser, Salz und Blitze geschützt werden muss. Vielleicht wirkt Cristo Redentor genau deshalb so stark. Nicht, weil er unzerstörbar ist, sondern weil er trotz allem bleibt. Wenn ihr das nächste Mal den Christus von Rio seht, denkt daran. Unter dieser hellen Steinhaut steht kein stiller Block, sondern ein Körper aus Stahlbeton. Geformt von Künstlern, berechnet von Ingenieuren, gebaut auf einem schwierigen Gipfel und bis heute verteidigt gegen die Natur. Cristo Redentor ist mehr als eine Ikone. Er zeigt, dass Ingenieurkunst manchmal nicht bedeutet, die Natur zu besiegen, sondern lange genug mit ihr zu verhandeln. Schreib uns in die Kommentare, welches weltberühmte Bauwerk sollten wir als nächstes von innen betrachten? Wenn du mehr solcher Orte verstehen willst, Orte, die jeder kennt, aber kaum jemand wirklich versteht, dann abonniere Knowledge Beyond. Denn hinter jeder Ikone steckt eine Geschichte, die man von außen nicht sieht.